Ja, in diese spezielle Lage, in die wir gekommen sind durch dieses Coronavirus, müssen wir uns neu, denke ich, fragen, wie ist unser Verhältnis zur Tierwelt? Weil wir wissen ja alle, dass es höchstwahrscheinlich ist, auch wenn nicht ganz gesichert, dass dieses Virus von den Tieren auf uns Menschen gekommen ist. Und das kann uns verunsichern. Und die eine mögliche Reaktion wäre, dass wir sagen, aha, das ist gefährlich, gehen wir auf Distanz zu den Tieren, da könnte was kommen, was uns krank macht. Aber eine andere Reaktion, die ich eigentlich verstärkt wahrgenommen habe, ist diejenige, dass wir uns sagen, wir sind so ungerecht, so menschlich fast eigentlich mit den Tieren in unserer Zivilisation, dass eine Art Reaktion jetzt von den Tieren kommt. Also dass eigentlich das eine Art Strafe ist des unmoralischen, sündigen, einfach nicht adäquaten Verhaltens von uns den Tieren gegenüber. Und dazu möchte ich etwas sagen, in der Weise, dass natürlich das, was wir haben als industrielle Tierhaltung, und das betrifft eben schon die Zucht, wie man die Reproduktion da eigentlich mit vielen künstlichen Methoden immer mehr bis Richtung Klonen oder sogar transgenen Techniken eigentlich in der Hand hat, dann die Haltung, eben die massenhafte Haltung, mit entsprechend medikamentösen Unterstützungen und dann auch die Fütterung, das wissen wir ja alle, dass das Soja, was dann angebaut wird, dort wo eigentlich der Urwald wachsen sollte, in Brasilien, dass dann das in diese Tiere geht. Also diese ganze industrielle Massentierhaltung mit ihren vielen Aspekten, die ist sicher sehr zu verurteilen und davon sollten wir so schnell wie möglich Abkehr nehmen. Das betrifft nicht nur diejenigen, die das betreiben, sondern das betrifft uns alle als Konsumenten. Kaufen wir keineswegs Fleisch aus Haltungen oder Produkte aus diesen Haltungen. Das andere ist, man könnte jetzt wie überreagieren und sagen, okay, wir lassen die Tiere ganz für sich, es sind ja Naturgeschöpfe, wir haben überhaupt kein Recht eigentlich mit ihnen zusammen zu teilen und in dieser Weise sie als Nutztiere, wie wir es kennen, seit Tausenden von Jahren in unseren Landwirtschaften zu haben und entsprechend auch uns mit ihren Produkten zu ernähren. Das könnte also in eine Art vegane Position gehen, aus diesen moralischen Bedenken, dass wir als Menschen nicht das Recht haben, uns in ein Nutzenverhältnis zu den Tieren zu stellen. Und da kommen wir in einen Konflikt mit dem eigentlichen Urbild der Biodynamik, dass wir die Tiere einschließen in unsere Landwirtschaft, dass wir davon ausgehen, das von Rudolf Steiner so gelernt haben und es auch aus der Tradition wissen. Wir können das auch wissenschaftlich mit Taten belegen, dass die Integration der Tiere und da insbesondere der Wiederkäuer, die das Raufutter verdauen können und daraus ihren Mist machen, dass das eigentlich eine absolute Notwendigkeit ist für die langfristige Bodenfruchtbarkeitsentwicklung und dadurch überhaupt für eine nachhaltige Bewirtschaftung unseres Planeten. Und jetzt ist das nicht nur ein Kompromiss, den wir halt noch machen, sondern ich möchte versuchen darzustellen, inwiefern wir dieses Verhältnis zu den Tieren eigentlich zutiefst in unserer Menschheit einfach begründen können. Und Brudertier, diese Haltung vom Brudertier als dem Bruder und der Schwester gegenüber, ist ja das eigentlich ein Kulturfaktor, ein Kulturinhalt in allen Kulturen seit langer Zeit und dieses Verhältnis von Bruder-Tier sozusagen wie auf Augenhöhe mit ihm zu sein, hat eben dann die Möglichkeit, dass ich auch mich über das Tier stellen kann und sagen kann, ich kann es auch führen und das Führen muss ja nicht ein Ausnützen sein, sondern es kann ja auch ein Kultivieren sein.
Und es hat auch die Möglichkeit in sich, dass ich sogar sage, das Tier steht ja über mir. Es kann ja sehr vieles sehr viel besser, als wir Menschen können. Jedes Tier ist sehr spezialisiert und kann dasjenige, wofür es spezialisiert, unwahrscheinlich viel besser als wir Menschen. Und ohne die Tiere könnten wir gar nicht leben auf der Erde. Das kann man an vielen Beispielen zeigen, aber insbesondere könnten wir ohne die Wiederkäuer, die Herbivoren, wie man sagt, eigentlich gar nicht sesshaft an einem Ort der Erde sein. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass wir Menschen als Universalisten, die wir nicht spezialisiert sind, indem wir nicht ein Organ oder Organsystem speziell ausgebildet haben, zu einer hohen morphologischen Wertigkeit geführt haben, wie es Adolf Portmann, der große Basel-Biologe, genannt hat, sondern wir sind die Universalisten und haben uns eine Leiblichkeit gebildet, die eine gewisse harmonische und voll ausgestaltete Dreigliedrigkeit für unser Denken, Fühlen und Wollen eigentlich ermöglicht. Und da heraus haben wir die freie Mitte, wir haben den aufrechten Gang, wir richten uns sozusagen auf, sind nicht in der horizontalen wie das Tier, was durch die horizontale Orientierung ganz in der Wirklichkeit lebt, durch sein Instinktleben, eigentlich alle seine seelischen Kräfte wie gebunden hat, nicht frei ist, aber viel höher in der Wirklichkeit seines Habitates lebt. Und bei uns ist das durchbrochen. Wir sind in der Vertikalen, aber dadurch weniger in der Wirklichkeit, aber mehr in der Aufrichtigkeit. Und diese Aufrichtigkeit ist eigentlich das Maß des Humanum. Inwiefern können wir diese Aufrichtigkeit in der Tatsächlichkeit leben und jetzt in diesem Falle auch als Tierhalter? Und da müssen wir sehen, dass wir, wenn wir das Tier herausnehmen aus seinem natürlichen Habitat und es als Nutztier, als Haustier zu uns nehmen, dass wir es eigentlich in dieser Weise nicht nur vergewaltigen, versklaven oder in eine Unnatürlichkeit bringen, sondern ihm, wenn wir das richtig machen, unsere menschliche Begleitung eigentlich als Ersatz dafür geben. Und das ist für den Tierhalter eigentlich die tägliche Kulturtat, dass er dieses, wo ja der Fuchs eigentlich zum kleinen Prinzen sagt, zähme mich. Es ist ja nicht der kleine Prinz, der sagt, ich zähme dich mal, sondern der Fuchs fragt, zähme mich. Und diese Aufforderung sozusagen, das Tier so zu begleiten, dass ich als Mensch mehr Mensch bin und dem Tier teilhaftig sein lasse an meinem Menschsein, dieses Éleveur, wie man auf Französisch sagt, dieses Heraufheben aus dem nur Tierischen in ein noch tierisches, aber teilhaftiger Menschen, das ist diese Haltungsfrage, die Begleitungsfrage und das ist eine sehr hohe Kunst und Anforderung, aber ich würde meinen, dass immer noch auf sehr vielen Tierhaltungsbetrieben, ich kenne es halt am meisten aus den biodynamischen Betrieben, das wirklich nicht nur ein Ideal ist, sondern dass man das auch lebt. Und das andere ist dasjenige, dass auch das Kulturtier, auch das Haustier in seinem Habitat lebt. Und wenn ich es aus seinem natürlichen Habitat herausgenommen habe, dann muss ich ihm ein neues bieten. Das ist einerseits meine Beziehung zu ihm, wie ich gerade gesagt habe, aber das andere ist jetzt der landwirtschaftliche Betrieb als dieser Organismus. Das ist ein neues, ich würde es nennen, ein Kulturhabitat, wo es, weil ich dann seine Produkte, und dazu gehört für mich eben als internes Produkt von der Kuh, zum Beispiel der Mist, zurückführe durch die Kompostierung in einen Dünger, der dann die Flächen düngt, wovon es wieder frisst und wovon ich auch meine Verkaufsfrüchte dann habe, dann komme ich mit der Hilfe der Kuh, wir zusammenkommen dazu, dass wir dieses Kulturhabitat des landwirtschaftlichen Betriebes, wo ich eine bodengebundene, integrierte Tierhaltung habe, dass ich dadurch eigentlich zu einer Bearbeitungshöhe der Natur komme, die ich wirklich als Kultur ansprechen kann und wodurch ich eine langfristige,
Bodenfruchtbarkeit, obwohl ich jedes Jahr eigentlich die Produkte rausnehme, damit ich und meine Mitarbeiter davon leben können. Also obwohl ich den jährlichen Ertrag habe, nicht Raubbau betreibe und nach 30 Jahren, wenn ich den Hof abgebe, das weniger wert ist, sondern hoffentlich eben auch die Bodenfruchtbarkeit und die ganze Potentialität dieses Ortes, Lebensmittel zu erzeugen und gesunde Natur zu sein, eigentlich durch diese Zusammenarbeit mit den Tieren wie ein Stück weit hochgekommen ist. Das geht langsam, das ist ein Generationenauftrag, den wir haben, wo die eine Generation das dem nächsten hingibt und so weiter. Aber ich möchte, weil diese für unserig sein könnte, dass wir die Tiere eigentlich nicht mehr halten dürften, weil es die industrielle Tierhaltung gibt, die da zu weit geht und wirklich die Tierheit verletzt und dadurch auch unser Humanum, unser Menschsein verletzt, dass wir die bodengebundene, in den Betrieb integrierte Tierhaltung, geführt aus unserer menschlichen Mitte heraus, dass das ein Kulturwert ist, der umso wichtiger in dieser Zeit eigentlich erkannt werden muss. Und diese Schilderung, die ich jetzt gegeben habe, hätte zum Ziel der Sache, wenn man nicht dieses als tägliche Beschäftigung, als Beruf hat, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann und entsprechend die Tiere mittragen kann in seinem Willen, in seinem Bild, was wir haben von der Erde und dem Menschen. Wenn wir zusammen eine Zukunft haben, dann gehören die Tiere dazu und das können wir tatsächlich realisieren auf unseren Betrieben.